Herzlich willkommen in Kanada, genauer gesagt herzlich willkommen in Ontario. In diesem Video dürfen wir euch mitnehmen auf einem besonderen Roadtrip zu einer der schönsten Jahreszeiten hier, dem Herbst, wo sich die Blätter der Bäume bunt färben, und das werden wir uns näher anschauen. Wir starten dabei auf dem Wasser hier auf dem Ontario Lake, werden dann mit dem Wohnmobil verschiedene Nationalparks befahren, dort auch mit dem Kanu auf einsame Inseln fahren, bin ich selbst schon sehr gespannt, und am Ende erwartet uns hoffentlich ein Highlight wieder mit dem Wasser, die Niagara-Fälle. Das soll ganz besonders sein, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Jetzt nichts wie auf ins Erlebnis und viel Spaß! Kanada, das zweitgrößte Land der Welt. So riesig, dass es sich über 6 Zeitzonen von Ozean zu Ozean erstreckt. Hier findet ihr 1/3 des weltweiten Waldes. Und dieser Wald wird im Video eine große Rolle spielen. Wir konzentrieren uns während der Reise auf die bevölkerungsreichste Provinz des Landes. Allein Ontario ist fast 3-mal so groß wie Deutschland und trotzdem leben hier nur rund 15 Millionen Menschen. Die meisten in der Nähe von großen Städten wie Toronto, wodurch sich im Norden eine quasi menschenleere Atmosphäre ergibt. Gemeinsam werden wir einen starken Kontrast erleben. Auf der einen Seite multikulturelle Millionenmetropolen, auf der anderen Seite pure Natur mit endlosen Seen und Wäldern. Und vor allem im Herbst zeigt sich Ontario von seiner schönsten Seite, im sogenannten Indian Summer und einem Farbenspiel, das ich so noch nie erlebt habe. Und genau hier startet unsere Reise. Auf dem Wasser vor der größten Stadt Kanadas mit über 3 Millionen Einwohnern. Ihr seht Toronto mit dem großen CN Tower, der die Skyline prägt. Und ja, die Stadt haben wir in den letzten Tagen ausgekundschaftet, können euch einige Tipps geben, wie zum Beispiel den Kensington Market oder auch den Distillery District. Wir waren in verschiedenen Vierteln unterwegs und die Stadt ist auf der einen Seite sehr vielfältig, auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Möglichkeiten auszubrechen, wie zum Beispiel hier zu den Toronto Islands, wo wir gerade mit dem Kajak auf dem Ontario Lake unterwegs sind. Und dieser See hier ist einer von 5 großen Seen in Nordamerika. Er trennt Ontario vom Bundesstaat New York in den USA und genau das werden wir im Video auch noch mal näher erleben, denn die Niagara-Fälle am Ende des Videos, die liegen genau auf der Grenze. Wir geben jetzt gleich die Kanus zurück und holen dann morgen früh unser Wohnmobil ab. Ich bin schon gespannt, wie es aussieht und ihr werdet das Ganze miterleben. Auf geht's! Diese Skyline hat uns in den letzten Tagen in ihren Bann gezogen. Wir genießen den Abendanblick noch einmal, fahren mit dem Rad zu unserer Unterkunft, schlafen und steigen am nächsten Tag ins Shuttle zur Abholung unseres Wohnmobils etwas nördlich von Toronto ein. Auf dem Hof von Fraser Way angekommen, sehen wir die große Flotte von kompakt bis riesig. Unser Wagen ist im Vergleich zu den anderen auf dem Hof ein Winzling, doch dafür deutlich wendiger. Wir lauschen aufmerksam der Einweisung, beladen das gute Stück und rollen los. Alles an Bord, auf geht's! Da ist es also jetzt, unser Zuhause für die nächste Zeit. Und in Nordamerika gilt dieses Auto als klein. Wir persönlich finden es ziemlich groß. Das ist jetzt ein Motorhome C Small. Und wir haben uns dabei für Fraser Way als Anbieter entschieden, wurde uns von verschiedenen Seiten ans Herz gelegt und gebucht haben wir dabei über Canusa. Da habe ich auch einen Rabattcode für euch organisieren können. Den findet ihr unten in der Beschreibung, komme ich aber später im Video auch nochmal drauf. Schauen wir uns das Wohnmobil einmal gemeinsam an. Wir gehen mal rein. Ihr seht schon, Küche auf der einen Seite sogar mit Backofen, Mikrowelle, vielen verschiedenen Staufächern. Hinten eine bequeme Sitzecke, die man auch zum Bett umbauen könnte. Werden wir nicht nutzen. Wir nutzen hier den Tisch, die Sitzecke und verschiedene Fenster mit schönem Ausblick auch nach hinten raus. Das ist jetzt gerade insbesondere hier am See natürlich fantastisch. Dann hier der Kühlschrank, Tiefkühltruhe, großer Kleiderschrank und Dusche, Toilette, Waschbecken.
Und hier oben werden wir schlafen. Ihr seht schon Bettzeug, Handtücher, verschiedenes anderes Equipment war mit dabei, also sehr gut ausgestattet. Und wir sind auch schon die ersten Kilometer im Fahrzeug auf dem Highway hier in Kanada gefahren. Ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Und wenn ihr das Ganze für euch auswählen wollt, dann können wir Canusa empfehlen. Denn bei den vielen Möglichkeiten, nicht nur in der Auswahl der Wohnmobile, sondern auch zur Route, den Aktivitäten und weiterem, da lohnt es sich, Expertinnen und Experten an der Seite zu haben. Und genau da kommt Canusa ins Spiel, die euch mit jahrelanger Erfahrung rund um Nordamerika-Reisen mit dem Fokus eben auf Kanada und USA, das sagt ja auch der Name, beraten können und dabei individuelle Wohnmobilreisen, aber auch Busreisen, Skireisen, wie zum Beispiel die wir nach Whistler unternommen haben. Das Video ist hier oben verlinkt. All das könnt ihr mit Canusa individuell organisieren und euch eure Reise maßgeschneidert anbieten lassen. Das ist nämlich der große Vorteil. Die Angebotserstellung ist kostenfrei. Unten mit dem ersten Link in der Beschreibung findet ihr das Ganze. So haben wir unsere Route jetzt auch geplant und die stellen wir euch gleich vor, nachdem ich den Gutscheincode durchgegeben habe, denn der ist ab jetzt gültig. Auch den findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Dabei könnt ihr 200 € bei Canusa mit eurer Reise sparen. Und jetzt auf zu unserer Planung. In Toronto gestartet, in Cookstown das Wohnmobil abgeholt, jetzt geht es für uns in den berühmten Algonquin Provincial Park. Dort wartet schon das erste Abenteuer, eine Kanutour mit Übernachtung auf einer einsamen Insel mitten in der Wildnis. Danach führt uns die Route über viele kleine Orte und Stopps weiter bis nach Parry Sound an die Georgian Bay mit ihren rund 30.000 Inseln. Ein einzigartiges Naturgebiet, das wir erkunden wollen. Im Anschluss fahren wir weiter Richtung Süden. Schritt für Schritt nähern wir uns einem der bekanntesten Naturwunder Nordamerikas, den Niagarafällen. Insgesamt warten rund 1200 Kilometer in 10 Tagen auf uns, mit genug Zeit, um die Orte wirklich zu erleben. Starten wir durch zur Kanutour. Ja, jetzt geht's los. Wir haben gerade die Einweisung bekommen und das ganze Equipment. Hinter mir seht ihr auch die Kanus. Wir sind jetzt gerade am Ende der Saison, das heißt, ganz viele Kanus stehen hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Starten wir durch. Auf geht's! Was für ein Kontrastprogramm direkt nach Toronto. Kaum sind wir im Algonquin Provincial Park angekommen, sitzen wir schon mitten auf dem See, umgeben von Wald und purer Ruhe. Der Zeitpunkt für die geführte Tour war perfekt. Gleich zu Beginn lernen wir durch Graham, unseren Guide, sowohl den Park als auch seine Regeln und Tierwelt deutlich näher kennen. Was uns sehr geholfen hat, ist die optimale Vorbereitung durch die Algonquin Outfitters. Von Essen bis hin zum Equipment, höchst professionell vorbereitet und wie sich noch herausstellen wird, extrem lecker. Doch jetzt erstmal Kanu tragen, das habe ich so auch noch nicht gemacht. Jetzt tragen wir die Kanus für 1,5 Kilometer, um zu einem noch einsameren See zu kommen. Ich habe das Kanu hier jetzt gerade auf meiner Schulter. Habe ich auch noch nie gemacht. Circa 20 Kilo und dann noch unser Essen mit dabei. Und dann geht's hier durch den Wald. Das waren die längsten 1,5 Kilometer, die ich in langer Zeit gemacht habe. Hier seht ihr auch nochmal unsere beiden Backpacks. 1, 2 und dann das Kanu drauf. Jetzt gibt es erstmal was zu essen und dann geht's auf diesen See hier. Wow.
Wir werden jetzt an diesem See unser Camp suchen für die Nacht. Es gibt verschiedene Optionen und eines ist direkt an einem Wasserfall. Das wollen wir jetzt mal als erstes anschauen, ob da Menschen sind oder ob wir da aufschlagen können. Was wir auf jeden Fall sehen, hier ist nichts mehr. Ich sehe gar keinen Menschen, ich sehe auch kein Kanu und auch kein einziges Ferienhaus mehr. Hier sind wir wirklich in der puren Natur. Man hört auch wirklich nichts. Jetzt sind wir angekommen auf einer kleinen Insel und genau hier werden wir uns unser Camp aufschlagen. Ihr seht schon auch eine Feuerstelle, die wir dann am Abend nutzen können. Und hier drüben im Wald bauen wir jetzt gleich die Zelte auf. Ein absoluter Traum. Und wenn das Licht dann später am Abend nochmal schön ist, nehmen wir die Kanus nochmal raus und fahren auf dem Wasser noch ein bisschen um die Insel. Wahnsinn. Guten Morgen. Was für eine Nacht. Nur der Wasserfall war zu hören. Dann am Morgen ein paar Vögel, die zwitschern. Ansonsten nichts. Super gut geschlafen. Und jetzt starten wir gerade in den Tag, nachdem wir gestern Abend gegessen haben, dann am Lagerfeuer saßen und ein bisschen die Sterne geguckt haben. Und jetzt haben wir gerade ein Lagerfeuer angemacht, machen uns einen Kaffee und dann starten wir mit einem kleinen Frühstück und es geht zurück auf die Kanus. Einfach traumhaft hier. Und jetzt wieder 1,5 Kilometer Portaging, also das Kanu als verlängerte Kappe auf dem Kopf. Die Kanutour war schon jetzt ein super Perspektivwechsel und wir paddeln fleißig zurück zum Ausgangspunkt, beobachten den Wald und die vielen Farben hier im Herbst. Das Farbspiel von Gelb, Rot, Orange soll in den kommenden Tagen noch deutlich intensiver werden, denn durch die warmen Tage und vor allem durch die kalten Nächte entsteht das, was international als Indian Summer bekannt ist. Ein Naturphänomen im Herbst, das es nur hier so gibt. Zurück am Startpunkt gibt uns Graham noch jede Menge Tipps zu Wanderungen, erlaubten Campingplätzen, auch zu Wildtierbeobachtung. Jetzt geht's also eigenständig los. Aufsatteln, Platz suchen, wandern, Farben genießen, seht selbst. Nach unserer Kanutour haben wir jetzt 2 weitere Nächte hier in diesem riesigen Provincial Park verbracht und haben bei weitem noch nicht alles gesehen. Dabei haben wir auf einem Campingplatz geschlafen, hier am Lake of Two Rivers. Und diese Campingplätze sind ganz anders als das, was ich aus Europa gewöhnt bin. Ihr habt viel mehr Platz, ihr schlaft mitten im Wald und dabei haben die Menschen verschiedenste Aufbauten von einfachen Zelten über Wohnanhänger bis hin zu Dachzelten oder riesigen Anhängern. Seht ihr gerade auch eingeblendet, das sind wirklich teilweise Einfamilienhäuser. Neben dem Kanufahren, was hier sehr beliebt ist,
gibt es auch viele Wanderwege, 20 markierte Wanderungen, und davon kann ich euch einige empfehlen, wie zum Beispiel den Lookout Trail, den wir gemacht haben, den Booth Rock Trail mit richtig schönen Aussichten auf die Herbstfarben. Und wo wir schon von den Herbstfarben sprechen, mich hat dabei überrascht, dass es eine eigene Website gibt, wo ihr nachvollziehen könnt, wie die Blätter verfärbt sind. Hier im Algonquin Park steht die Website schon bei 80%. Und dann haben wir abends noch versucht, auf dem Mitzi Lake Trail, auch eine klare Empfehlung, Wildtiere zu beobachten. Wir haben leider nicht viel vor die Augen und vors Fernglas bekommen, aber genau dort soll es sich anbieten. Und dann war doch ein Moose zu sehen. Zumindest im Visitor Center. Das haben wir auch besucht, ist insbesondere an Schlechtwettertagen eine gute Adresse, um sich einfach über den Park hier zu informieren. Und für uns geht es jetzt von hier aus weiter über den besonderen Highway 60. Allein dort an dieser Straße sind die Farben schon phänomenal, und dort entlang geht es dann zu einem der größten Süßwasserarchipele der Welt, und zwar zu den 30.000 Islands an der Georgian Bay. Da nehmen wir euch jetzt mit hin. Mit einem weinenden Auge fahren wir diesen Highway ein letztes Mal entlang, denn die Zeit im Park war für uns ein sehr besonderes Erlebnis. Nun geht es auf nach Parry Sound, vorbei an kleinen Orten wie Huntsville, wo wir sowohl den Ort auskundschaften, klare Empfehlung, als auch den Lookout Point besuchen. Im Auto kommt es uns so vor, als hätte jedes Haus hier seinen eigenen Seezugang und ein großes Waldstück. Verrückt, wie allgegenwärtig der satte Wald und das viele Wasser hier ist. Wir fahren, staunen und genießen. Jetzt gehen wir gerade die 130 Stufen des Aussichtsturms hier bei Parry Sound hinauf, und den Ort seht ihr hier drüben, wird im Video keine so große Rolle spielen. Vielmehr möchten wir uns die Georgian Bay anschauen, und dafür ist Parry Sound ein sehr guter Ausgangspunkt. Denn dieses UNESCO-Biosphärenreservat erstreckt sich über 200 Kilometer entlang der Ostküste der Georgian Bay und beinhaltet dabei zigtausende Inseln, genauer gesagt 30.000 Inseln, so heißt es jedenfalls. Und wie es Inseln nun mal so an sich haben, sie sind nicht zu Fuß zu erreichen, auch nicht mit dem Auto in vielen Teilen. Und genau aus diesem Grund ist Parry Sound die Möglichkeit, um mit Booten oder mit dem Wasserflugzeug, soll auch besonders schön sein, dieses Archipel zu erkunden. Wir werden jetzt 2 Nächte hier in der Region verbringen, euch dabei mitnehmen in verschiedene Provincial Parks, und danach geht's auf zu den Niagarafällen. Ach ja, das Wetter. Wir hatten viel Glück zu Beginn der Reise, doch jetzt richtet es sich leider gegen uns. Am Abend wurde es regnerisch und sollte sich ein paar Tage ziehen. Wir haben im Auto gekocht, gelesen, geplant, alles sehr angenehm, aber ungemütlich draußen. Da das Wetter an den Niagarafällen besser schien, haben wir uns entschieden, früher Richtung Süden aufzubrechen. Also machten wir uns auf den Weg, erst entlang großer Highways, auch das war eine besondere Erfahrung, kann ich sagen, hinein in charmante Orte wie Niagara on the Lake. Eine historische Kleinstadt mit vielen kleinen Läden, sehr idyllisch und in bunten Herbstfarben gehüllt. Vorbei an Weingütern mit kurzen Stopps an leckeren Obstständen setzen wir unsere Fahrt über den Niagara Parkway fort, eine sehr schöne Straße, die uns Schritt für Schritt oder eher Kurve für Kurve näher zu den Fällen bringt. Die Lichter und großen Gebäude begrüßen uns, was uns erstmal erschlägt. Blinkend, schrill, viele Menschen, doch schon bald sehen wir sie zum ersten Mal am Abend, diese mächtigen Wasserfälle, ein großer Moment. Am nächsten Tag erkunden wir alles und tauchen ein, doch seht selbst. Hier hinter mir seht ihr sie jetzt, die Niagarafälle, eines der bekanntesten Naturwunder Nordamerikas, und sie sind einfach mächtig. Obwohl sie nicht die höchsten und auch nicht die breitesten Wasserfälle der Welt sind, sind sie doch die wasserreichsten, also am meisten Wasser pro Sekunde. Um genau zu sein, 2,5 Millionen Liter Wasser pro Sekunde stürzen die Niagarafälle hinunter, und auch einige Menschen haben sich schon die Fälle runtergestürzt, in Fässern, in Kajaks, in anderen Konstruktionen. Manche haben überlebt,
einige leider nicht. Doch keine Sorge, ihr müsst nicht das Fass nutzen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, die Niagarafälle zu sehen. Von den Aussichtsplattformen nebendran bis hin zu Tunnelsystemen, die euch hinter die Fälle bringen. Zum Beispiel auch ein altes Wasserkraftwerk, was wir sehr beeindruckend fanden, wo die Plattform direkt am Fuße der Niagarafälle ist. Dann könnt ihr in der Luft mit einem Helikopter oder Aussichtsturm das Ganze genießen. Es gibt sogar eine 4D-Show, wo ihr mit Drohnenvideos durch diese Welt hier fliegt. Das Ganze nennt sich Niagara Takes Flight oder auch eine Zipline. Die haben wir auch genutzt und sind gradwegs auf die Fälle zu. Ihr seht schon viele, viele Möglichkeiten und eine der bekanntesten sind auch die Boote. Gerade ist eins drüben im Dunst zu erkennen. Dieses Boot werden wir gleich am Ende des Videos noch nutzen und euch auf dieses Erlebnis mitnehmen. Was viele nicht wissen, die Fälle bestehen eigentlich aus 3 Wasserfällen. Da drüben sehen wir die Hufeisenwasserfälle, die sind komplett auf kanadischer Seite. Und hier sehen wir die amerikanischen Wasserfälle, einmal den großen und diesen kleinen, der einzeln gezählt wird. Alle Menschen, die da drüben auf der Seite sind, sind in den USA, weil genau hier unten in der Mitte verläuft die Grenze. Daher gibt es eben auch verschiedene Boote. Ihr seht vielleicht, dass manche mit roten Ponchos bekleidet sind, andere mit blauen Ponchos. USA versus Kanada. Und wenn man hier hinkommt, sieht man, es ist nicht nur die Natur, die wir erleben, es ist auch ein Spektakel. Dabei gibt es Casinos, es gibt verschiedene Souvenirläden, tausende Restaurants. Hier ist alles für Menschen aus der gesamten Welt hergerichtet. Am Ende bleibt doch, die Natur ist sehr besonders und die Fälle einmal wirklich erlebt zu haben und gesehen zu haben, das prägt sich ein. Wir nehmen euch jetzt mit auf die Bootstour. Kommt mit. Schaut mal, wie nah wir dem Wasser kommen und wie spektakulär diese Abendfarben sind. Zehntausende Möwen kreisen um uns herum und warten auf Beute, denn viele Fische stürzen auch die Fälle hinab. Knapp 90% überleben, doch die 10% sind einfache Beute für die Opportunisten. Ich stand teilweise einfach sprachlos dort in der Gischt. Unbeschreiblich. Mit diesen Aufnahmen und den ganzen Seemöwen um uns herum sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt bei eurer eigenen Reiseplanung an Canusa und baut auf jeden Fall die Niagarafälle ein. Das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, wie auch jetzt hier gerade. Mit dem Video geht für uns diese Reise zu Ende und auch die Sommersaison auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen aus dem Wintersport, genau hier verlinkt. Bis dahin, viele Grüße aus Kanada und tschüss.